Ja, ein Teilintegrierter von Adria, der aber so schmal ist, dass er auf die Schweizer Straßen perfekt passt. Denn du brauchst noch nicht mal breite Außenspiegel bei dem Fahrzeug. Das ist ein extrem kompaktes Fahrzeug. Ja, ich grüße dich, Markus. Ja, hallo. Ja, das ist ein tolles Fahrzeug. Er verkauft es wirklich sehr, sehr oft, denn es ist nicht nur für die Schweiz optimal, es ist auch unter anderem für Italien so richtig toll, oder? Sicher, in den schmalen Gassen in Italien ist das perfekte Fahrzeug. Es gibt es in verschiedenen Längen und ist sehr handlich und ideal für nebenaus und für kleinere Städte auch zu besichtigen. Die kleinste Länge ist 6 Meter, wo ich dann fast auf jeden Parkplatz komme. Ja, Justus, ich habe ein bisschen eingepackt. Wir gucken ihn gerade mal von hinten an, dass wir immer sehen, denn das ist ein teilintegriertes Modell, der hat keine Heckklappe. Das ist ja kein Van, sondern das ist ein richtiges Wohnmobil. Genau, ja, der hat keine Heckklappe, man kann den Fahrradträger machen. Rückfahrkamera hat er auch dran und dann schön mit den Lichten sieht also sehr perfekt aus, das Fahrzeug. Ja, hat eine CAMOS-Rückfahrkamera mit dran, die funktioniert gut. Das ganze Heck ist aus GFK? Ja, ist alles aus GFK. Die Seitenwände GFK? Auch die Seitenwände sind aus GFK, ja, sehr gut. Da ist auch kein Holz mehr im Einsatz, muss man sagen. Also es verrottet nicht, oder? Nein, das ist top. So, wir schauen uns mal die Garage an. Bei dem geht es nicht. Haben wir einen, wo wir mal reinschauen können, ja, der bauähnlich ist. Das heißt, die Garage ist die gleiche? Je nachdem, was man für ein Bett drin hat, also für eine Kombination, ist die Garage unterschiedlich groß. Ja, wir schauen das mal ganz kurz an, denn wir sind auf dem Swiss Caravan Salon. Heute ist Montag, der letzte Tag. Der Markus hat 1000 Beratungsgespräche geführt, muss man sagen. Die Leute sind unglaublich scharf auf Adria. Ihr seid der größte Wohnmobilproduzent in Europa, muss man fairerweise sagen. Es macht einem natürlich stolz, für eine so Firma zu arbeiten, ja, mit den tollen Modellen, die wir hier haben. Ja, du, bitte. Ja, das ist jetzt die Garage, die ist sehr groß. Ist optimal für Fahrräder einzunehmen, hatten wir eine sehr schöne Höhe hier. Ist schnell zugänglich zum Wassertank hier. Wir haben die Schublade, die kann ich dann. Ach, das ist der Tank zum Reinigen oder wenn du mal was reinmachen möchtest. Ja. Genau, Wasser ablassen, ganz einfach. Ich habe auch für die Fahrräder Steckdosen, USB, alles ist. Also auch 230 Volt ist hier hinten. Genau, ja. Ja, erzähl mal das Ganze hier. Du hast so Ösen an den richtigen Stellen, Schienensystem ist mit drin, die Belastbarkeit 150 Kilo, das heißt ein kleiner Roller würde reingehen. Genau, und man kann auch die Ösen richtig verschieben, je nachdem, wo man sie positioniert, für das richtige Fahrzeug zu befestigen. Ja, und wichtig ist auf der anderen Seite die Tür in gleicher Größe, das heißt du musst, je nachdem wo du stehst, kommst du darüber ran, oder? Genau, ja. So, komm, wir zeigen das mal gerade. Da vorne steht er jetzt, da ist es. Es gibt so viele verschiedene Modelle. Der steht jetzt hier auf Citroën und das ist jetzt wahrscheinlich ein Schaltgetriebe, Automatik. Ja, ist ein Schaltgetriebe von Citroën, ja. Es gibt das gleiche Fahrzeug auch auf Fiat Ducato? Auch auf Fiat mit den verschiedenen PS-Varianten, wo wir auch schon gebräuchlich da haben mit dem neuen Automatikgetriebe. Ja, 9-Gang ZF-Automatik wird, glaube ich, auch viel verlangt, muss man sagen, von den Leuten. Hier vorne sieht man eine absolute Besonderheit, die hier drin hat. Ihr habt so ein Privacy-System, das heißt, ihr könnt also integriert in den Seitenwänden ist die Verdunklung schon gleich mit drin, oder? Genau, richtig, haben wir dann direkt eingebaut, ja. So, die Aufbautür, das ist jetzt die breite Aufbautür. Schau mal kurz hin, das müssten 65 sein. Ja, richtig, ist 65 cm, ist ideal zum Ein- und Aussteigen. Ja, Compact Access heißt das Modell und in dem Fall SC. Und das Besondere dabei ist natürlich die Breite von dem Fahrzeug. Also das ist das, was viele lieben, gell? Ja, sicher. Vor allem bei uns in der Schweiz oder eben wie auch schon gesagt in Italien mit den schmalen Straßen und Gassen. Man kommt da überall in die Städte rein und ist sehr ideal für so Städtetouren. Ja. Ja, ein 7-Meter-Fahrzeug, das ist vielen Leuten auch ganz wichtig. Wenn sie anrufen auf dem Stellplatz, ich bin 7 Meter lang, dann kriegt man öfter mal einen Stellplatz, oder? Das ist so, meistens schon, ja. Ist aber natürlich eine größere Chance als die größeren Fahrzeuge. So, das heißt, das Fahrzeug konkurriert eigentlich so von den Maßen her zu einem Kastenwagen, muss man fast sagen. Du hast aber viel mehr Platz. Genau, es ist natürlich viel wohnlicher, das ganze Fahrzeug. Und natürlich auch für im Winter idealer zum Heizen. Ja, jetzt hast du hier ein Queensbett. Ich habe gehört, in der Schweiz, die stehen alle auf Längsbetten, aber in der französischen Schweiz wollen die alle Queensbetten, oder? Ja, scheinbar ist das so, ja. Ja, es ist so. Der Vorteil ist, du kannst an der Seite zugehen
Ja, der Vorteil ist mit dem Queensband natürlich, beidseitig ist es kann man dazu stehen. Aber der einzige Nachteil, wo natürlich ist, warum wir viel die Längsbecken verkaufen, ist, der Kofferraum geht ein Teil ein bisschen verloren. Das ist so. Also ein Tod stirbt man immer, sagt man immer. Das Problem ist, es gibt das gleiche Modell auch mit Längsbetten, oder? Ja, richtig, ja. So, dafür hast du aber 2 Kleiderschränke. Zeig mal bitte, wie groß der ist. Ja. Und das wollen viele auch nicht missen. Ja, das ist so. Das ist natürlich super, wo wir da haben. Genügend Stauraum auf beiden Seiten. Guck mal hier, du hast eine Ablagefläche, da kannst du dein Rotweinglas, dein Buch kannst du hinlegen, dein Tablet, kannst es aufladen. Das ist der Vorteil. Viele fahren auch alleine damit, muss man sagen. Es gibt ja Leute, die fahren zu zweit, zu dritt. Das hier ist ein tolles 2-Personen-Fahrzeug, oder? Genau, richtig. Das ist ein 2-Personen-Fahrzeug, aber man hat dann auch immer noch die Möglichkeit, ein Zusatzbett vorne beim Tisch zu machen. Ja, Truma ist wahrscheinlich hier drin, Genau. auf Gas. Das Ganze, hier siehst du die Ausströmer, die da sind. Hier habe ich Zugang dann zur Garage, oder wie funktioniert das? Oder ist das nochmal Stauraum? Moment schnell, ich mache das schnell mal auf. Gerne. Ja, hier haben wir Och, wie süß. Kassen. Ja, und da ist eine Schublade. Oh, Eine ist die sehr tief. lange Schublade. Die ist ja klasse. Die ist super, ja. Wenn du mir gerade mal das Bett zeigst, die Matratze mal hochhebst, Ja. die hat so Silberwaben mit eingewebt. Das heißt antibakteriell. Hier kommst du dann auch nochmal ran. Genau. Man kann es hochheben eigentlich? Kann man hochheben, ja. Komplett. Sehr Also da gut. kommst du von Kommt oben dann ran. direkt zum Wassertank auch. Und ist sehr zugänglich für Reparaturen und solche Sachen zu machen. Hier von oben komme ich direkt ran, wenn ich was beladen möchte. Sensationell, kann ich auch hier links und rechts unten noch was reinmachen. Ist eigentlich top ausgestattet. Ja, ihr habt jeden Zentimeter genützt. Das bedeutet, auch hier hat man überall noch kleine Staufächer mit drin, die ich dann befüllen kann. Bloß da sagst du ganz klar, wir sind hier auf 3,5 Tonnen. Das Fahrzeug ist sehr schmal. Das heißt, die Zuladung ist sensationell bei dem Fahrzeug. Genau, Oder? man hat da natürlich mit dem Gewicht weniger Probleme mit diesem kleinen Fahrzeug. Oder? So, komm mal bitte mal ablassen. Das haben wir hier. Jetzt gibt es so eine Lümmelposition. Das heißt, ich kann das ganze Betten wahrscheinlich noch mal hochstellen. So ein kleines bisschen. Das können wir gerade mal zeigen. Und das rastet richtig ein. Und wenn du dich mal gerade draufsetzt, jetzt kann ich lesen und kann das als Lounge benutzen. Genau. Ja. War toll, oder? Super. Super. So, du bist aus welchem Ort kommst du denn? Ich bin aus dem Wallis, Ja. da wo die schönen Berge sind, das Matterhorn und so. Und wir natürlich auch kleine Straßen haben und das Wallis ist natürlich auch ideal für so kleine Fahrzeuge, um Ferien zu machen. Naja, klein. Also der Vorteil ist, die Maße vom Kastenwagen habe ich hier. Es gibt ja auch Kastenwagen mit 7 Meter Länge, meistens so 6,40. Ich habe eine extrem übersichtliche Handhabung von dem Fahrzeug. Ich habe hier die Möglichkeit, sogar einen Fernseher noch mal hinzumachen, also der fest da ist. Aber viele, ich sag mal, die fahren ja in Urlaub, weil sie die Berge sehen wollen und nicht nochmal Netflix, oder? Genau, ja, das ist so, ja. Das ist optional. Steckdose ist da. Alles da. Dann hast du hier großes Bad. Du musst nichts umbauen beim Duschen, oder? Richtig, ja. Ist sehr kompakt gemacht. Ich habe dann die Schwankwand, wenn ich duschen gehe. Ein Schwenkbad. Ist sehr angenehm. Genau, stell dich mal gerade rein, Alles getrennt. dass wir mal sehen, du bist jetzt ein schlanker Mann. Ja, es geht gerade, ja. Geht gerade. Das Fondue hat dir zugeschlagen. Duschen, ja. Also das ist optimal. So, die Duschwanne, die machst du dann seitlich zu. Da ist wahrscheinlich so ein... Ja, haben wir dann da hier das Lavabo Ja, auf der Seite. Sehr schön gemacht, elegante Sache. auch leicht zum Reinigen, ja. Ja, sicher. Ja, ein extrem kompaktes Fahrzeug. Also ich kann es immer wieder nur betonen. Da unten ist jetzt eine Kassettentoilette mit drin, auf Wunsch mit einer zweiten Kassette machen einige, wenn sie etwas autarker stehen möchten. Aber auch schon mit einer Kassette und 2 Personen, so eine Woche kommt man hin, oder? Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Je nachdem, wie das Fahrzeug steht, es läuft immer ab. Ja, das ist richtig, ja. Ist schon am richtigen Punkt, eine gute Wanne drin, wo das Wasser nicht stehen bleibt. Ja, mit 2 Ablässen. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Sehr gut. Das darf da drin bleiben, das Holz, während dem Duschen? Ja, das ist so ein Rutsch, dass man nicht den Rutschschutz, dass man nicht rausrutscht. Ja. So, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ihr habt richtig schöne Geräte mittlerweile eingebaut. Und das Besondere hier bei dem hier ist, dass ich reinigen kann und kann das Ganze direkt in die Spüle reinigen. Ist miteinander verbunden. Ist sehr bequem, ist sehr gut zum Reinigen nachher. Und
man hat alles gleich in der Wanne drin. Ja, und auch ein Detail, ihr habt abgekantete Aluprofile hier drin als Gewürz. Das ist kein Plastik oder so, ich glaube, es sind die Kleinigkeiten, die es machen. Ja, oder? das ist so bei uns, ja. Ist wie qualitativ wirklich sehr gute Sachen, ja. Zeig mal, Kühlschrank. Kühlschrank mache ich mal auf. So, der ist berühmt, er ist nämlich schmal, aber dafür riesengroß und hat hier unten diese geniale Getränkeschublade, wo du also, ich sag mal, die Getränke stehend lagern kannst. Die sind da am kältesten Punkt natürlich. Genau, ja. Und man kann auch richtig 1,5 Liter Flaschen, große Flaschen reinstellen, hat genügend Platz und auch ein Gefrierfach. Speziell für die Schweiz, die Käseschublade hier oben. Ja, richtig, das brauchen wir natürlich für uns. Für die Fleischwurst und den Käse, der da ist. Genau. So, Alles gedacht, ja. oben mal zeigen bitte, da ist Gefrierfach. Das ist recht tief, muss man sagen. Ne, da genau. Ja, ich habe ihn heute schon 4-mal aufgemacht. Deswegen. Genau, Sag mal, heute ist Montag, die Messe ist in 3 Stunden und in 2 Stunden vorbei. ja, Habt ihr viel verkauft? sehr gut, ja. Ja. Also wir sind noch nicht lange Adria-Händler, aber sind stolz, was wir verkauft haben mit unseren Kunden zusammen. Ja. Und das macht Freude, so qualitativ gute Fahrzeuge zu verkaufen. Markus Knutti von ACW Camper. Du fährst nicht zufällig in Concorde, oder? Wohl, stimmt richtig. Ja, ich stehe hinter dir in einem Mercedes-Benz. Aha, okay, ja. Ja, das ist so, habe ich gesehen. Denn du stehst genau vor mir. Das ist der. Ich habe gedacht, du warst nämlich immer schnell angebunden. Morgens hat man wenig Zeit, oder? Ja, das ist so, ja. Krass ist hier das Fenster. Guck mal, das Feststehen, gell? Genau, da hat man natürlich einen riesen Ausblick und ist natürlich Ich glaube, für die Schweizer, man sieht das ja früher an den Postbussen, die da waren, die hatten immer Fenster oben drin. Und hier kannst du dann die Berge sehen und alles. richtig, ja, nicht nur die Bus, auch bei uns die Bergbahnen oder so haben die Panoramafenster, wie bei uns hier jetzt bei diesem Compact. Das ist die Schweiz Edition hier praktisch, oder? Genau, richtig. So, ich zeige mal gerade, das Ganze kann man im Kompakt, wir sind ja in einem kompakten Fahrzeug, auch nochmal verdunkeln, damit der Nachbar mit der Leiter nicht beim Duschen zuguckt. Ja, jetzt gucke ich mal gerade. Oder die Sonne natürlich reinkommt. Und dann hast du hier, ich komme ja da über die Breite nicht weg. Wir sind echt in einem, was hat der, 2 Zähne? 2 Zähne ja, hat er und innen man hat wirklich, ist geräumig und groß. Also man vermisst es nicht extrem, dass er nicht die Breite hat. Ja. So, setz ich mal kurz rein. Markus, das geht. Sehr gut, das ist sensationell. Also was ja auch das Schöne ist, wenn die Frau vorne, das ist, wenn ich campe, regt mich immer auf, meine Frau vorne liest etwas und es blendet mich in den Spiegel, dann kann sie, ohne irgendetwas umzubauen, hockt sie hier hinten rein und kann ihre Hefte lesen und Licht machen und ich werde nicht gestört werden und fahren. Ja, Thema Top. Thema Wintertauglichkeit. Guck mal, ihr habt euch da was überlegt, denn in der Schweiz wird es schon mal kalt. Und das hier ist natürlich die große Schwachstelle, ist das Glas vorne, das darf nicht doppelt sein, das ist verboten. Und dann hat man natürlich das Problem mit der Kälte- oder Wärmebrücke, die hier drin ist. Und da habt ihr ein tolles System hier drin, denn ihr könnt an der Seite komplett zumachen und habt dann praktisch so eine Art Luftpuffer, der das komplett isoliert. Ja, das ist wirklich genial. Ist sauber zum Anmachen mit den Druckknöpfen und das ist haargenau ausgeschnitten, qualitativ sehr gutes Material und auch gut zum Bedienen, ganz einfach. Ja, es geht um das Thema Wintercamping. Immer mehr Campingplätze bieten an, Stellplätze, direkter Zugang zu Liftsystemen, habe ich jetzt gesehen. Also gerade jetzt in Südtirol gibt es das ganz oft, dass mehr und mehr Plätze kommen, muss man sich mal informieren. Hat gerade ein ganz neuer aufgemacht. Da kannst du einfach aus dem Campingplatz raus und bist direkt am Skilift. Das ist cool. Genau, wir sind bei uns im Wallis auch schon so weit. Also die Bergbahnen haben gemerkt, dass die Camper auch Freude haben, die Berge anzuschauen und auch Wanderungen und solche Sachen machen. Und es gibt Bergbahnen, die sind da natürlich jetzt aktiv und wollen das zum Teil auch, weil der Parkplatz ist ja vorhanden eigentlich, dass man noch irgendwie Strom hinzumacht und wir dann unsere Gäste auch so sehr gut bedienen können, die Campergäste. Ja. Markus, komm mal gerade zu mir nach vorne und zeig mir mal gerade das Verdunklungssystem an der Seite. Da muss ich nicht knöpfen, sondern das ist integriert. Auf der linken Seite, genau. Genau, das ist das gute Remis und dann hast du dann das gleiche nochmal mit dem Magneten, das geht dann dagegen von der anderen Seite und das geht ruckzuck und dann machst du zu und dann hast du deine Privacy und es bleibt schön kühl. Das ist ein Thermovorhang, gell? Ja, richtig.
der Messebetrieb hier. Ja. So, also ich habe jetzt mitgezählt, ungefähr 20 Sekunden, dann hat man zugemacht. Ja, vor der Messe hätte ich es schneller gemacht, schon ein bisschen müde. Okay. So. Letzter Tag. So, die Fahrhausklimaanlage ist drin. Macht jetzt Citroën, kriegt auch ein neues Cockpit eigentlich vorne nächstes Jahr? Da weiß ich nicht genauere Informationen, aber ich glaube schon, also Gerüchte gehen da schon herum, dass da auch etwas ändern wird. Dass die ein ähnliches oder sogar gleiches Cockpit kriegen wie der Fiat Ducato 8. Also, großer Motor, das kann ich wählen, also je nachdem wie ich bin. Wenn ich jetzt vom Platz mal reinschaue, es ist gar nicht so eng, oder? Obwohl ja 20 cm fehlen. Nein, überhaupt nicht. Also das wird einem gar nicht vermissen, die Breite, und ist natürlich angenehm zum Fahren in dieser Breite von diesem Fahrzeug. Ja, überall Staufächer. So, dann kann man die Sitze natürlich hier drehen. Und kann dann hier vorne auch noch die ganze Platte ausziehen. Das können wir vielleicht mal gerade machen. Markus macht das mal gerade. Und hier oben habe ich noch mal 2 Staufächer, riesengroß, die ich hier habe. Du hast den Sitz mal gerade eben ruckzuck gedreht, die Platte ausgezogen. Ich will nicht wissen, wie oft du das schon gemacht hast jetzt hier auf der Messe, das mal zu zeigen. Sag mal, die Qual der Wahl, wie gehst du denn damit um, wenn die Leute 50 Grundrisse sehen? Kommen die da überhaupt zu einer Entscheidung? Ja, wenn man selber auch ein bisschen gecampt hat und so, kann man die Leute auch richtig beraten. Und ist natürlich alles individuell, jeder hat seine Wünsche. Für die einen ist das eine wichtig und die anderen ist das andere das Wichtigste. Ja. Aber es ist natürlich bei diesem Fahrzeug, die Leute wollen ein kleines Fahrzeug und das ist optimal. Ja, die perfekte Alternative zum Kastenwagen. Also ich habe einen richtig kleinen, kompakten Camper, der gar nicht so aussieht. Hier oben habe ich einen Heki noch mal mit drin, mit Fliegengitter. Komm Markus, wir gehen mal schnell raus. Ja. Dass wir mal zeigen auf der Landkarte, wo man euch findet im Wallis. Denn da, wo die Berge sind, was ist ein schöner Berg bei euch, der Hausberg bei euch? Ja, bei uns ist natürlich das Matterhorn. Das Matterhorn? Ja, das ist natürlich, wo jeder kennt oder schon gesehen hat. Überall, sei es auf der Schokolade oder auf irgendeiner Werbung. Von dieser Gegend bin ich, ja. Der 1. November 2021. Wir sind am Stand von Adria und hier ist eines der absolut besten Van-Systeme der letzten 20 Jahre, die ich gesehen habe. Denn das ist ein Auto, das kann sowohl ein Handwerker benutzen, das kann jemand, der gerne Mountainbike fährt, das ist jemand, der Family hat. Das ist ein ganz, ganz flexibles System und das Auto von außen, das sieht ganz normal aus, Fritz, oder? Das sieht man ihm nicht an, oder? Ja, das ist ein altbekannter oder ein bekannter Fiat Ducato. Das ist eines der meistgebrauchten Chassis bei den Vans, auch von unseren Mitbewerbern sehr beliebt. Aber drinnen macht es dann den großen Unterschied. So, das Fahrzeug ist nicht das kürzeste, muss man sagen. Es soll demnächst noch ein kürzeres kommen, aber es ist unglaublich groß innen. Und ihr habt eins geschafft, ihr habt nämlich die Seiten freigelassen. Und guckt dir das mal an, was die Leute, wie die hier drumherum stehen. Das ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich, ja. Dieses Fahrzeug, das hat eine Gesamtlänge von 6,40 Meter und besticht mit einer extrem großen Garage. Also die Tiefe von dieser Garage, von diesem Laderaum, ist über 2 Meter. Und somit auch die 2 klappbaren Betten sind von der Länge her über 2 Meter. Und da sehen Sie, es ist ein unglaublich großen Stauraum. Was Geniales. Ihr habt dem Wunsch entsprochen, so ein bisschen der Vanlife-Szene, sage ich jetzt mal, die ja genau. Wirklich, ich sag mal so, mit dem Standardmöbelbau in Holz, so wie man das kennt, die sagen, naja, das finde ich so ganz nett, aber da sieht man auch schon so ein bisschen drin. Da sind die Skier drin, da sind die Stöcke drin, da ist das WTT, was man hier reinstellt. Da sind Airline-Schienen drin. Ihr habt das ganze Fahrzeug auf Airline gebaut. Genau. Ja, das ist ja eigentlich auch der Witz der Geschichte. Unser Zielpublikum hier sind ganz klar, wie du es schon gesagt hast, sind sportbegeisterte, abenteuerlustige Outdoor-Fans, welche eben darauf spekulieren, dass ihr Accessoire, dass ihr Equipment Platz hat in diesem Van und
trotzdem haben wir hier unten 2 Schlafplätze und einen enorm großen Stauraum. Was total stark ist, ihr verschenkt den Schlafplatz nicht tagsüber, das ist Nutzplatz. Ich kann die einfach hochklappen und ihr habt ein paar Sachen entwickelt. Geh mal kurz rein, Fritz. Du bist wie groß? 1,74. 1,74. Also ich habe über 1,80 Meter Stehhöhe, fast 1,90 Meter. 1,90 geben wir an. Und das ist phänomenal. Das ist phänomenal. Also wie gesagt, 1,90 Meter, 1,90 Meter ist die Höhe. Und wie gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn wir schon drinnen sind, die Betten kann man in der Höhe noch verschieben. Sie sehen da, du siehst da diese Rails. Ja. Diese Betten kann man einerseits aufklappen, dann sieht das so aus und dann habe ich, wie gesagt, wieder so diese Befestigungsschienen, wo ich verschiedenes Equipment sauber und gut anhängen kann, sauber verräumen kann. Auf der anderen Seite kann ich dann während der Nacht selbstverständlich das andere Bett auch aufklappen, genau dasselbe auf der anderen Seite, aber ich kann dann auch die Betten einklappen und durch die Nacht natürlich als Schlafplatz gebrauchen. Die Farben, ihr habt euch ganz bewusst für, ich sag mal, Gebrauchsfarben, das Ganze könnte jetzt auch in einem Rennsportteam sein, ja, im Einsatz in Grau, das ist sehr, sehr, ich sag mal, technisch hier gewählt, denn das ist zeitlos, das heißt, du hast da nicht das Problem, dass die Möbel- oder Holzfarbe irgendwann nicht mehr stimmt, ihr habt grauen Filz hier an der Seite verwendet, aber nicht irgendeinen, das ist Hightech-Filz, der wirklich sehr, sehr stark belastbar ist. Genau. Und das Ganze ist ruckzuck sogar komplett rückbaubar. Das heißt, du kannst die Betten komplett ausbauen. Ganz genau. Das ist ein guter Hinweis. Also das heißt, diese Betten können wir sogar, wenn sie wirklich nicht gebraucht werden, weil wir haben ja noch oben im Aufstelldach haben wir zwei Schlafplätze, überhaupt kein Problem. Man kann diese Betten absolut wegräumen, zu Hause lassen und dann hat man eine riesen Garage. Ja, ich denke nur multifunktionell, mal der Umzug vom Nachbarn, ich muss irgendwas transportieren, ich will Grünschnitt wegbringen, also ist es wirklich universell. Jetzt geht's weiter, ihr habt an der Isolierung nicht gespart. Wir sind in der Schweiz, da fahren die Leute in Wintercamping, genau. Ja, und das funktioniert. Genau, also gerade jetzt übrigens alle Twins, nicht nur dieser Twinsport SG, sondern alle Twins bei uns haben jetzt auf die Saison oder auf die Kollektion 22 eine neue Isolation, eine optimierte Isolation bekommen. Das bedeutet, Wintercamping ist in diesem Fahrzeug absolut realistisch und ergibt überhaupt keine Probleme. So, das Fahrzeug steht auf Gas oder auf Diesel, die Heizung? Der hat eine Webasto-Dieselheizung. Eine Dieselheizung, so. Dieselheizung. Das ist sensationell, was ihr hier entwickelt habt. Das sind die Oberschränke / Taschen. Und das Geniale ist, du kannst diese Taschen ganz normal mitnehmen. Du kannst sie bestücken. Ja, du kannst dir mehrere Taschen holen. Wenn du zum Beispiel Mountainbiker bist und Skifahrer, kannst du 3 Taschen für Ski packen, 3 Taschen für Mountainbike und kannst die auswechseln. Die Taschen gibt es auch einzeln, richtig? Die gibt es einzeln. Und ich kann dir auch sagen, wie das funktioniert. Ich nehme eine Tasche, klicke die aus, ganz einfach. Ich gehe in meinen Kleiderschrank, ich gehe mir meine Kleider holen, zu Hause, komme heraus, die Taschen sind voll und ich kann die ganz einfach hinten einklappen, oben einklappen und fertig ist die ganze Geschichte. Es klappert nichts, das ist der Vorteil. Das heißt, das Genau. Material... Diese Taschen werden hinten auch sauber fixiert. Das bedeutet, die sind wirklich auch während der Fahrt sind die fixiert worden. Ja, wir sprechen hier von Gurtbändern mit einer Belastbarkeit 200, 300 Kilo von diesen Bändern. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Das sind Bänder, die normalerweise ja auch die Passagiere halten, ja im Falle eines, ich sag mal, Unfalls und so weiter. Die können richtig Kräfte. Sind Sicherheitsgurten, genau. Und wir geben auch an, dass jedes Bett 150 Kilo Tragkraft aushält. Genau, hier vorne haben wir ein schönes Beispiel. Du hast ein Foto mal. Da steht jetzt, da stehen 2 Mountainbikes nebeneinander und da ist noch Platz. Da ist noch Platz für ein drittes oder da ist dann noch Platz, Sie sehen da oder du siehst da ist auch noch Kletteraccessoire, Guck mal hier, ein Motorrad drin. und sogar ein Motorrad.
ist ja unglaublich. Da ist das Bett jetzt ein bisschen höher, richtig? Da haben wir jetzt extra das Bett ganz nach oben gesteckt. Somit kann das Motorrad unten fixiert werden. So, und das ist das Doppelbett. Das Doppelbett, da wäre dann beide da ist jetzt der Schlafmodus ist jetzt da eingerichtet, genau. So, 6,40 Meter, das ist ja das große Thema. Wir haben tatsächlich oben ein großes Aufstelldach. Das ist unglaublich. Das heißt also, das müsste es ja gar nicht haben. Aber ihr habt wirklich nachgedacht, denn es könnte ja mal sein, 4 Freunde gehen zum Beispiel auf eine Bergwanderung. Das ist richtig. Das ist eigentlich ein Vierplätzer. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern eben auch, dieses Fahrzeug bietet für 4 Personen einen Schlafplatz. So, jetzt kommt es noch besser. Ihr habt Staumöglichkeiten, die fest montiert sind, ergänzt. Zeig mir das mal bitte. Ja, die sind ganz leicht, sind die erreichbar. Eine große Schublade. Von oben erreichbar. Guck mal, du kannst das Bett einfach hochklappen. Das ist ja phänomenal. Und nichts hier mit Motoren oder irgendwas. Gar nichts und schließen sich von selbst und so kann man sie orientieren. Also da haben wir verschiedene Kasten, Stauraum, was auch für solche Fahrzeuge dann eben auch ganz wichtig ist. So, Hier Gas haben wir hier. Warte mal, ich zeig's mal ganz kurz. Und dann haben wir hier, da bitte, Fritz. Boah, krass, viel, oder? Wenn du überlegst. Das ist ein großer Stauraum. Alles ist hinterlüftet, beheizt, das ist wichtig, also dass die Staunässe raus kann. Das ist das eine, die werden belüftet, aber was auch ein Highlight ist von diesem Grundriss, ist dieser Schrank hier. Ach, für hängende Sachen. Da haben wir 2 Schränke, hier einen normalen Schrank und das ist das Highlight. Hier kommt ein Schrank, der ist speziell belüftet, aber der hat auch eine Heizung. Das ein Trockenschrank, Skiurlaub. Trockenschrank für Skischuhe, aber auch für Kletterschuhe, für nasse Wanderschuhe, für nasse Bikeschuhe und so weiter und so fort. Und da können Sie einerseits die Kleider, aber vor allem auch die Schuhe hier trocknen lassen. Ja, ihr habt alles auf den Millimeter gefertigt, die Taschen passen ganz genau rein. Da hat sich einer richtig Gedanken gemacht. Ich habe ja ein Video gemacht mit dem Entwickler, der da ist. Der ist Riesenfan von dem Ding, ist selber damit gefahren. Und egal, wo er hinkam mit dem Auto, die wussten ja noch nicht, dass das gab. Ja, die wollten ihn alle direkt kaufen. Wie ist die Reaktion hier auf der Messe? Die Reaktion ist riesig. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von diesem Fahrzeug, aber ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute sich diesen Grundriss da anschauen kommen und vor allem sehr interessiert sind. Wir haben wirklich konkret diverse Abschlüsse, die sich an dieser Messe schon bereits entschieden haben, dieses Fahrzeug zu kaufen. Normalerweise eine Mogelpackung, das heißt, bei solchen Fahrzeugkonzepten fehlt dann immer die Dusche. Das habt ihr nicht gemacht. Ihr habt eine unglaublich große Dusche eingebaut, in dem du sogar dich drehen kannst. Ihr habt bewusst auf ein Schwenkbad verzichtet, zugunsten des Platzes. Und das hier sind Outdoor-Freunde, wenn da mal hier der, ich sag mal, Klodeckel mal ein bisschen feucht wird, das stört überhaupt nicht. Dann gibt es einen Duschvorhang mit drin. Den kann ich optional einsetzen. Das Ganze ist so gefertigt, es darf nass werden, da passiert nichts? Nein, das ist so. Man muss ja auch etwas Kompromisse machen, weil wir haben ja in der Garage da wirklich 20 cm Tiefe gewonnen. Dafür muss man da etwas Kompromisse machen mit dem Bad. Aber das ist ein Kompaktbad, da haben wir große Erfahrung mit dem Kompaktbad. Dieses Kompaktbad setzen wir bei den kürzeren Van-Grundrissen ein und haben da beste Erfahrungen gemacht. So, hier hast du noch richtig viel Platz für deine Zahnbürste, für alles, was du brauchst. Das Interessante ist auch die Kassettentoilette. Da kann natürlich der Ultra-Fan könnte sich jetzt auch eine Trenntoilette einbauen. Da gibt es ja so in dem Bereich ja viele. Aber sie kommt mit der Kassettentoilette, bewährtes Prinzip. Genau. Das So. ist Standard. Guck dir mal das Waschbecken an. Das ist, ich meine, ihr habt wirklich Wert gelegt auf Design, dass die Leute, die das kaufen, die wollen ja was Außergewöhnliches haben. Das heißt, das hat funktioniert, oder? Genau. Also wie gesagt, das Fahrzeug ist nicht nur funktionell, sondern soll auch etwas bieten, soll auch vom Design her wertig daherkommen. Und ich glaube, das ist uns gelungen ganz speziell auch mit dieser Form, mit dieser Schalenform in der Toilette. Ja, es gibt 2 Abläufe, das heißt, egal wie ich stehe, es läuft immer ab. Jetzt kommt es noch besser. Ihr habt, also ich bin ja schon mal ganz
ganz überzeugt von diesem Kleiderschrank. Den kenne ich von Kabe, muss ich sagen. Die kommen ja aus Schweden, kennen sich aus, also mit Ski und so weiter, haben immer einen Trockenschrank. Daran habt ihr gedacht. Ihr habt ein großes Kochfeld reingemacht, bei dem ich auch große Töpfe drauf bekomme. Denn das ist immer ein Problem gewesen, dass du, ich sag mal, du willst jetzt mal Gulasch machen oder irgendwas Größeres. Die Töpfe gehen nicht drauf bei so kleinen Autos. Guck mal, wie tief das ist. Und trotzdem, ich zeig das mal gerade, du hast unglaublich viel Platz zum Durchgehen. Du hast beides gemacht. Gut, das macht der Fiat, muss man sagen. Also auf Mercedes-Benz ging das nicht. Ja, das ist so. Gut, das Fiat-Chassis ist eigentlich wirklich ideal für solche Aufbauten, aber auch Adria hat sich da jeden Quadratzentimeter wirklich ausgedacht und da ist viel Erfahrung bei der Entwicklung und da muss ich sagen, da haben wir auch viel Erfahrung in solch kompakten Fahrzeugen optimal alles so zu konzipieren und zu verbauen. Ja, die Kochfelder von Can, muss man sagen, die Türken haben es richtig drauf. Das ist der absolute Hammer, denn wenn ich da sehe, so die Wettbewerber immer zu schmal, zu klein, also sie können es wirklich, dann guckt ihr mal das Ablagefach hier aus Aluminium an. Das ist kein Standard, das ist richtig gut. Nein, das ist wertig gemacht, da ist wirklich gute Qualität dahinter und das ist uns auch wichtig generell bei Adria, dass wir da ein qualitativ ausgereiftes Produkt lancieren. So, viel Platz für Töpfe und Co. Jetzt kommt es aber noch besser. Jemand, der wandern geht, der hat sich dann sein kühles Bierchen verdient. Ja, so ist es. Und das kann man auch von außen direkt... Ja, ganz genau. Das ist ein Prototyp, aber ich habe gehört vom Produktmanagement, dass in Zukunft dieser Kühlschrank von beiden Seiten geöffnet werden kann. Das heißt, von der linken Seite, aber auch von der rechten Seite. Und ich möchte sagen, die Platzierung ist doch ideal. Von dem her überhaupt. So, das ist jetzt ein Kompressorkühlschrank. Das Besondere ist, die Tür geht noch weiter auf. Genau, man kann sie nämlich komplett öffnen und so kommst du nämlich von außen auch im Moment sogar schon an die Getränke ran. Wird nochmal modifiziert. Du hast oben ein Gefrierfach mit drin, richtige Größe. Das heißt, du kannst dort die Eiswürfel reinmachen mit allem drum und dran. Das ist, ich sag mal, du hast eine Fernsehhalterung direkt mit dabei. Ganz genau. Oder Tablet könnte man hier festmachen. Ganz genau. Das ist eine zusätzliche Option, aber da ist alles eigentlich geplant oder vormontiert, dass wenn das gewünscht wird, ist alles dabei. Alle Formteile habt ihr individuell nochmal selbst erstellt, angepasst. Das Ganze wirkt wie in einem Flugzeugcockpit hier drin. Ganz, ganz edel. Das ist hochgradig reinigbar. Das bedeutet also, wenn da mal irgendwas dran ist, da gibt es spezielle Sachen, das kennst du, so Hochdruck, die mit Luft arbeiten, die den Schmutz da rausholen. Die Polster sind automotiv. Das heißt, die kannst du auch, wenn es mal dreckig wird, das ist richtig, ja. Da passiert nichts. Guck mal, Leder auf den Sitzflächen. Ja, da haben wir eigentlich, wo wir eigentlich sehr gute Erfahrungen machen, ist mit Textil-Kunstleder-Kombinationen, aber wir können diese Fahrzeuge auch mit Ganzleder, Echtlederbezügen ist eine Option und kann angeboten werden. So, ich zeige jetzt mal was ganz Tolles. Das ist noch der Fiat Ducato 7. Der Gamechanger Fiat Ducato 8 wird mit den neuen Modellen kommen. Und du hast den gesehen, das ist nochmal, ich sag mal, vom Cockpit her was ganz anderes und gefällt den Leuten wahnsinnig gut. Das heißt, alle, die kommen, jetzt neu kommen, ihr habt zur Messe jetzt noch einen 7er hier, wird auf Basis 8 werden, oder? Das ist richtig. Das ist ein Prototypen, aber selbstverständlich. Alle Modelle 22 kommen natürlich mit dem neuen Fiat Ducato Chassis 6D Final. So, jetzt kommt es noch besser. Ihr habt keine Kosten und Mühen gescheut. Ihr habt ein Privacy eingebaut, mit dem ich also von unten nach oben die Kältebrücken eliminieren kann. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ich mache den Spiegel gerade, schiebe von unten nach oben hoch und kann so die, neugierigen Blicke erstmal draußen halten. Habe dann hier oben ein riesen Panoramafenster, weil wir haben ja ein Hubdach. Normalerweise habe ich kein Licht, keine Möglichkeit, da irgendwas aufs Dach drauf zu machen. Das habt ihr gelöst? Das haben wir natürlich mit diesem Panoramafenster gelöst. Wir haben das schon eigentlich schon das 3. Jahr jetzt bei den Supreme-Modellen als Standard drin. Gibt einfach ein ganz anderes Wohngefühl und ist selbstverständlich standardmäßig auch ausgerüstet mit dem Verdunkelungsroller oder Verdunkelungsroller, ganz genau.
oder ist nicht öffnungsbar, darum braucht es auch keinen Fliegenschutz. Ja, wichtig ist auch natürlich, hier kann ich zumachen, dann ist die Geräuschentwicklung noch weniger. Ihr habt ein ganz neues Bedienpanel entwickelt, das auch schick ist. Ihr habt die Standheizung von Webasto, wer sich auskennt, aus dem Profibereich, LKW und Co. Genau. Das ist die Wohnmobilversion, die wirklich Power hat. Das heißt also, wir haben ja oben ein zunächst mal nicht isoliertes Dach, da gibt es auch Zubehör. Das ist aber schon mal stärker isoliert wie die anderen. Und die Heizung packt das auch wirklich. Das ist richtig. Obschon, dass man sagen muss, oben ist keine aktive Heizung. Aber, wie du gesagt hast, es gibt als Option eine Heizmatte, eine Isolationsmatte. Wenn wirklich durch den Winter das Aufstelldach gebraucht wird, kann man sehr einfach diese Isolationsmatte zusätzlich montieren. Außerdem habe ich gehört, dass die Outdoor-Leute, ja, die sind da ein bisschen hart im Nehmen. Die warme Luft steigt ja auch nach oben. Oben ist natürlich kühler. Die packen sich einen Daumenschlafsack ein. Ja, also ich denke mir, die sind da auch nicht so zimperlich. So ist es. Aber es geht im Winter, das ist das Besondere. Ich zeige mal eine Kleinigkeit, die hier da ist, bevor wir aufs Bedienpanel kommen. Das ist ja wohl mal eine Innovation. Du hast einen integrierten Halter für Kleinigkeiten oder für Flaschen, für Getränke. Das ist richtig, dass man während der Fahrt auch eine Flasche reinstecken kann oder irgendetwas, Schreibzeug. Und nicht wegfliegt. Guck mal hier vorne. Nicht, rausrutscht. Touchlichter, das ist auch klasse. Ja, genau. Das sind so Kleinigkeiten. Gesagt, das Lichtsystem hier innen ist wirklich super ausgedacht. An jedem Ort, wo man etwas liest oder viel Licht braucht, gibt es die richtigen Spotlampen, gibt es das richtige Licht. Es gibt Ambientebeleuchtung, es gibt direkt Spotleuchten und so weiter und so fort. So, also da stehen wir jetzt hier. Die verschiedenen Ausstattungen. Zeig mir noch mal ganz kurz das Bedienpanel. Das ist also auch richtig schick. Also das Bedienpanel ist auf allen Modellen 22 ganz neu konzipiert worden. Das Bedienpanel ist ganz einfach bedienbar. Mit diesem Bedienpanel kann man das ganze Fahrzeug überwachen und steuern. Und zusätzlich dieses Bedienpanel, das neue, ist eigentlich auch vom Konzept her sehr ähnlich mit der App, mit der Mach-App. Dieses Fahrzeug ist steuerbar. Kann ja auch über eine Applikation mit dem Handy gesteuert werden und das ist dann 100%ig praktisch gleich bedienbar wie die Applikation. So, das heißt, also die üblichen Sachen, Füllstände, An-Aus-Licht und so weiter. So, dann Batterie, Ladestatus und so weiter und so fort. Ja. Das ist der Boiler, da habt ihr einen schicken Boiler eingebaut. Wie funktioniert der? Auf welcher Basis? Der funktioniert bei Webasto-Heizung noch über das Gas. Ja. Über das Gas, ist ein separater Boiler über das Gas. Braucht man aber nur, wenn man das Wasser warm haben möchte. Das heißt, ist richtig. Ja, genau. Das ist richtig. Grundsätzlich, die Gasflasche in diesem Fahrzeug reicht absolut eine Gasflasche. Brauchen Sie keine zweite Gasflasche, weil Gas braucht man lediglich zum Kochen und wenn man warmes Wasser braucht, dann braucht dieses Fahrzeug noch Gas. Alles andere ist selbstverständlich, läuft über die Dieselheizung. Ja, trotzdem ist eine zweite Flasche, habt ihr trotzdem reingemacht. Was man mit dem Platz machen kann, das ist ja jedem selbst überlassen. Genau. Ob man vielleicht noch eine kleine Flasche noch mitnimmt. Genau. Ich sag mal, muss ja nicht immer die 11 Kilo sein. Genau. So als Sicherheit, sage ich mal, mit dabei. Oder man kann es nutzen für Skischuhe, für irgendwas anderes. Richtig. Ja. Als Stauraum zusätzlich nutzbar. So, komm, wir erklären mal ganz kurz, wie man an das Fahrzeug rankommt. Das ist die Optik, die ihr gemacht habt. Vielleicht noch ein, zwei Takte dazu. Ihr habt eine graue, ich sag mal, matte Folierung mit Schwarz und allem drum und dran. Das ganze Fahrzeug hat keine Holztöne. Das ist gewünscht. Eine Thule ist drauf, eine Omnistor. Das ist optional. Das ist optional, ist auch ab Werk selbstverständlich zu kaufen, kann aber auch über den Händler dann nachgebaut werden. So, große Frage, die alle natürlich stellen, ist das Thema Allrad. Ja, das wird ja hier in der Schweiz groß geschrieben. Wie sieht es denn damit aus? Nein. Geht nicht. Also wir haben hier Frontheckantrieb. Was haben wir? Das haben wir haben Frontantrieb. Den Ducato bieten wir nicht
als 4x4 an. So, das Geniale ist aber der Preis. Also wir reden ja bei einem Basisfahrzeug von 4x4, egal was wir holen, ob wir ein Iveco Daily holen und so weiter, sind wir schon beim Basisfahrzeug Mercedes-Benz bei 70.000 € beim 4x4. Was kostet das Auto komplett? Da kann man ohne weiteres mindestens 10.000 weniger rechnen, das Basisfahrzeug. Okay. Wo liegen wir ungefähr beim Preis, wie er hier steht? Plus, minus, prima. So wie er da steht, kostet er ungefähr 73.000 bis 75.000. Ja. Aber der kann man dann natürlich auch ausrüsten mit einem schwereren oder stärkeren Motor bis 180 PS. Und dann könnte das Fahrzeug dann auch gegen die 80.000 Franken kosten. Der steht ja auf Fiat Ducato, das heißt, da ginge auch das ganz tolle Neuganggetriebe ginge auch von ZF? Ja klar, das ist ja wichtig. Das war vor einem Jahr neu lanciert worden, dieses Neugang-Automatikgetriebe, was eigentlich unsere Kunden extrem beliebt gemacht hat. Aus Slowenien kommen sie und sie sind wunderschön und alles, was irgendwie Adria anpackt, ist ein bisschen anders wie der Rest auf dem ganzen Markt. Und das macht euch das Leben sehr einfach, denn man hat nicht das Gefühl, man sitzt in einem, ich sag mal, Wohnwagen nach alter Manier, sondern man sitzt ganz oft in einem kleinen Apartment. Ich grüße dich, Sergio. Hallo Sven, das stimmt definitiv. Wir bekommen immer sehr viele Rückmeldungen von Kunden, die sagen, dass das komplett anders aussieht wie bei anderen Herstellern. Und das ist beim 613er definitiv der Fall. Ich finde es ein großzügiger Wohnwagen, der etwas anders ist, wirklich. Wir sehen es gleich drinnen. Ja. Ich zeig mal gerade so Besonderheiten, die richtig ins Geld gehen, sind runde Fensterformen, die da sind. Sie fallen zunächst mal gar nicht auf, aber sie machen unglaublich viel Licht. Da habe ich eine böse Vermutung, dass wir ein Heckbett haben, oder? Das stimmt, ja. Ein Heckbett / eine Sitzgruppe. Also wir werden es gleich sehen, ist umwandelbar für den Tag und in der Nacht hast du unten ein Doppelbett und oben ein Stockbett. So, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Breite 2,50? 2,50, also 2,46 genau, ja. 2,46, aber die 4 cm machen es dann auch nochmal aus. Die Seitenwände sind aus GFK oder wie Alles ist das? GFK, ja. Alles? Alles, ja. Ja, das ist ganz wichtig, denn die Unterschiede sind, wir haben hier keinen Holzaufbau, wir haben ein Sandwich. Das stimmt, ja. Hagel, Problem? Haben wir eigentlich gar nie. Gut, da muss hier- es wirklich extrem. Bei dem Fenster wäre ich mir nicht ganz so sicher, wenn da jetzt so ganz große Hagelkörner mit 10 cm Durchmesser, aber selbst das GFK federt, oder? Das stimmt, also wir haben sehr selten wirklich Hagelschaden bei dem GFK-Aufbau. So, bitte einmal kurz mit der Faust mal draufhauen. Es gibt keine Dellen. Das ist also auch ein Riesenvorteil. Also da, wo andere natürlich aus, ich sag mal Alu, du drückst mal dagegen, es passiert mal, einer kommt mal dagegen, dann hast du hier eine Falz. Das GFK extrem widerstandsfähig, oder? Da gebe ich dir absolut recht. Also da hat alle Modelle von Adria, außer die Altea und Aviva-Reihe, hat eigentlich voll GFK. Ja. Unten der Boden GFK? Ja, Der Boden auch. der sollte auch GFK sein. Probier mal. Ja, sehr schön. So, da vorne, das ist die Ausgang für die Toilette, nehme ich an. Nein, Nein. ist Stauraum. Ah, guck mal da. Hier eigentlich die ganze Breite vom Wohnwagen nach Stauraum. Krass, du kannst hier alles reinmachen. Zum Beispiel, weil auch hier kannst du die alte Heizung haben und ist durchaus Du kannst wintertauglich. eine Alde haben. Ja. Als Fußboden. Ja. Echt? Ja. Krass. So, das heißt, man könnte auch eine alte Flow kriegen auf Wunsch, oder? Das heißt, ich könnte also mit 2, 3 Personen durchgehend duschen. Citywasseranschluss? Müsste man optional halt installieren. Einfach nur lassen, aber das fragen. geht. Könnt ihr machen. Ja, das geht. Okay, hier ist jetzt eine Truma drin. Was ist hier drin? Eine 4er? Oder? Er hat die 4E drin, ja, mit der elektrischen Fußbodenheizung dazu. Oh, hier ist der Wasseranschluss. Volumen vom Wasser? 50 Liter. 50 Liter. Okay. So, wenn man jetzt mal reinguckt, nein, das machen wir jetzt noch nicht. Wir wollen noch ein bisschen Spannungsbogen. Ihr habt viele Serviceklappen, denn ich sag mal, da tun sich viele schwer, Klappen einzubauen wegen der Optik. Schöner wäre es ohne Klappe, aber es ist so praktisch, muss man sagen. Denn guck dir mal den Schauraum hier an. Das ist unterm Bett, oder? Das ist unter dem Elternbett, ja. Du kommst also von außen ran, du musst dich also nicht verbiegen. Der hat eine Aufbaubatterie, Autarkie. Jetzt standardmäßig nicht drin, aber sofern du halt einen Mover möchtest, macht es durchaus ohne Mover. Geht das nicht dann, ja. Okay, prima. So, auch die Klappe ist aus GFK? Ja. Gut, bitte einmal schließen. Ja, so muss das klingen. Bitte nochmal. Nochmal? Die Leute regen sich auf, dass ich das mache, aber mach nochmal zu. Richtig schön fest. Ja. Das ist GFK, das ist satt, oder? Das Der Klang. klingt gut. So, da oben haben wir jetzt in dem Fall doppelverglaste Fenster. Die sind aus Kunststoff. Ja. Das hat sich bewährt. Da gibt es eine Lüftungsposition, die können wir uns gleich mal angucken. Ja, klar, das ist die Zwangsbelüftung, wie es eigentlich fast jeder Wohnwagen haben sollte, aber klar, die hast du hier.
Ja, die Länge vom Wohnwagen? 8,20 Meter. 8,20 Meter mit der Deichsel? Mit der Deichsel 6,10 Meter ohne Deichsel. Der Aufbau. So, Genau. Gaskasten, zeig mal. Die Klappe aus GFK hier. Das ist auch Kunststoff. So, jetzt gucke ich mal gerade. Hier vorne drauf. Hier siehst du also, das ist der Gaskasten mit drin. Du hast ein vollwertiges Ersatzrad. Muss man nicht mitnehmen, die Zuladung? Was hat der für eine Tonnage? Der hat eine Zuladung von 388 Kilo. Verstehe. 2 Gasflaschen, 11 Kilo, steht auf Gas, das ist ja Standard, aber die Elektropatrone, das ist natürlich schon was Feines. Wie ist die Isolierung hier in der Schweiz? Ihr kennt euch ja aus mit niedrigen Temperaturen. Ja, so eben wie gesagt, mit dem Wohnwagen kannst du auch durchaus Wintercamping machen, das ist gar kein Problem. Die ist ein bisschen weniger wie beim Alpina, aber immer noch sehr ausreichend für eine gute Isolation. Aufpreis von der Alde ungefähr? In der Schweiz 1800. Ja, ist aber empfehlenswert. Wer sich auskennt, die Wärme eine ganz andere, ne? Definitiv, ich sage es nicht nur für die Wärme, auch wenn du Allergiker bist, ist die Alde definitiv die bessere Wahl. Es gibt keine Luftverwirbelung, das ist Konvektion wie zu Hause. Das können wir uns Genau. gleich mal anschauen. ATC ist Serie, hier den? Nein, ist optional erhältlich für 560 Franken. Ja, ein Alco-Chassis. Gibt es das noch größer? Nein, das ist Einachs ist das Maximum, das du bei diesem Modell haben kannst. Schön. So, ich zeige mal gerade das Designelement hier vorne. Da hast du so einen kleinen Spoiler mit drin. Die Leiste, die Kederleiste ist so integriert, dass man sie kaum sehen kann in Wagenfarbe. In Wagenfarbe, ja, richtig. Das ist wirklich schön gearbeitet. Auch hier, das ist ja auf diese Saison hin neu gemacht, wirklich schön, auch um die Stabilität während der Fahrt eigentlich zu verbessern. So, du warst wahrscheinlich schon oft in Slowenien. Ja, sicher 5-6 Mal im Werk und? selber. Erzähl mal. Ja, also sicher sehr interessant. Also nicht alles automatisch, aber es wird immer moderner. Die haben über 1000 Mitarbeiter. Also ich war wirklich erstaunt, wie groß. Die haben, glaube ich, da auch das größte Werk, wo Caravan und Reisemobil unter einem Dach gefertigt werden. Ja, das Starke hier ist, wir haben komplett GFK. Also am besten mal beraten lassen, die Unterschiede. Wir reden über ein langlebiges Fahrzeug, GFK nahezu unkaputtbar. Das ist so, auch die Schallisolierung, das ist da drin. Wir gehen gleich mal rein. Gut, die Fenster, da kommt noch ein bisschen was rüber. Aber die Seitenwände, das isoliert richtig, oder? Ja, also da spürt man sicher den Unterschied gegenüber dem Riffelblech oder wie man sagt, ja. So, Fliegengitter ist eingebaut. Wir haben eine breite Aufbautür. Breite Aufbautür, richtig. Ja, müsste ich jetzt mal raten, 65? 65, du bist Okay. informiert, Sven. Nee, ich habe nur geraten, weil wir eben die ganzen Vans gezeigt haben und die hatten alle 65. Aber breit heißt, du kannst also mit der Kiste einfach reingehen. Das ist das Coole, muss dich nicht verbiegen. Ja, jetzt kommen wir hier hin und du hast mir schon erzählt, der Grundriss, ich habe ihn noch nicht gesehen. Der hat es in sich. Erzähl mal. Und ich sehe schon, das wird ganz anderes, Ja, oder? es wird ganz etwas anderes. Hier sieht man eigentlich das Tageslayout eigentlich. Hier hast du eine schöne Sitzgruppe, ich sag mal für die Kinder, die haben eine eigene Spielecke, ich sag's mal so. Und du hast eigentlich nur das Bett hochgeklappt oben und du hast ein Stockbett. Und sonst hast du ein kleines Tischchen hier, kannst etwas sitzen, was auch immer lesen, zeichnen, was du möchtest. So, das Bett hochgeklappt heißt, diese Sitzlehne, also die jetzt im Moment da ist, das ist das Bett. Genau. Sag mal bitte, ganz kurz. Zeige ich dir. Denn es gibt ja schon mal die Möglichkeit, jemand fährt zum Beispiel nur mit 2 Leuten oder nimmt man das Enkelchen mit, ja. Und dann kann ich diese Sitzgruppe natürlich genial nutzen. 70 Kilo. Einfach auf die Finger ein bisschen aufpassen, weil könnte schmerzhaft sein, aber eigentlich ganz einfach. Hier hast du zwar keinen Lattenrost, aber ich sage, die Matratze, die ist genug dick. Und Das ist eine tolle Sache. Das ist der Rausfallschutz, ja, gell? genau. Das heißt richtig, wenn du mal zumachst, bitte, dass wir das mal sehen. Also, dass das Kind nicht rausfällt oder der Erwachsene, da kann man es reingehen. Das ist jetzt gedacht für Kinder bis 70 Kilo oder für leichte Personen, oder? Das ist so, ja. So, unten habe ich jetzt noch ein Bett. Unten hast du eigentlich nochmals ein Bett. Du musst hier den Tisch wegnehmen, dann kannst du hier den Rost ausziehen und dann eigentlich auskleiden. Und du hast hier eigentlich nochmals etwa 1,40 ein 1,40er Bett. In der Oder Breite. so, wie es jetzt ist, da wäre es dann praktisch so groß wie oben drüber. Genau, dann hast du einfach hier das Zwischenstück, das musst du dann natürlich wieder einsetzen. So. Boah, ist das ein genialer Wohnwagen. Das heißt, du hast diese Lounge-Sitzgruppe von eben, die du da hast, die Leute, die reinkommen, das ist ja ungewohnt. Du hast eine graue Lounge-Sitzgruppe, du hast dahinter ein richtiges Möbel, ich zeig's mal gerade. Genau. Das hat mit Wohnwagen denn gar nichts mehr von der Optik zu tun, oder? Das stimmt, das stimmt. Hierbei muss man einfach noch sagen, hier ist noch die Heizung versteckt. Also es ist nicht wirklich Stauraum, aber die Heizung ist wirklich schön hier.
Aber die Ablage kann ich nutzen, um, ich sag mal, auf der Lounge ein bisschen zu lümmeln. Hier kann ich mein Tablet oder mein Notebook draufstellen. Genau. Das ist herrlich. Dann kann ich das wahrscheinlich so ausziehen, dass ich von der anderen Seite auch noch gucken kann, oder? Genau. Zeig mal bitte, wie das geht. Den TV-Halter. Ja. So, den ziehst du raus. Dann hast du hier die Möglichkeit und natürlich auch noch hier die Möglichkeit, Fernsehen zu schauen. Ganz wichtig, oder? Ja gut, abends mal Blick oder wie das bei euch heißt. Blick, ja, das ist einfach das Newsportal, aber es gibt natürlich den SRF bei uns. Den SRF. Genau. Und bei euch heißt die Nachrichtensendung wie abends? Tagesschau. Tagesschau, wie bei uns. Okay. Tagesschau, gute alte Tagesschau. Ja, ich kriege ja kein SRF. Ich gucke kein Fernsehen mehr seit 11 Jahren. Aber die Tagesschau, die gucke ich dann ab und zu mal. Die Küche, wie zu Hause, was ganz anderes. Nicht so, ja, es erinnert gar nicht am Wohnmobil, oder? Nein, überhaupt nicht. Vor allem hier mit dem Granitlook. Ich finde es wirklich gelungen. Es ist mal etwas ganz anderes. Es ist wirklich kein Granit, kannst du dir natürlich vorstellen, aber es sieht wirklich so aus. Ist es kein Granit? Nein. So, jetzt zeige ich mal gerade. Das ist das neue Bedienpanel, was ihr drin habt. Das war ein richtiger Gamechanger bei euch, oder? Ja, im Vergleich zum vorherigen Drehrad, Glücksrad, wie es auch genannt wird, sind wir hier natürlich schon nochmals eine Stufe jetzt besser geworden. Ja, das Ganze ist sehr, sehr leicht. Du hast also dedizierte Tasten für die wichtigsten Funktionen. Genau. Für Heizung. Du kannst alles zentral steuern. Ja, also die Heizung wird dann hier über das Truma-Panel gesteuert und hier hast du einfach auch die Informationen, die du brauchst, Temperatur, Wasserstandsanzeige, Batteriespannung etc. Das ist ja ziemlich 2021, oder was? Wir sind angekommen, definitiv. Okay, schön. Ja, ich kannte das davor nicht, muss ich sagen. Ich kenne nur das Neue. Fliegengitter ist integriert. Das ist ja normal. Jetzt hast du hier noch einen kleinen Schrank drin. Hier hast du noch einen kleinen Schrank für eine Jacke, Pullover. Das ist auch wichtig, gell? Skiferien und so, dass du was hinhängen kannst. Definitiv, definitiv. Das wird halt bei vielen Wohnwagenmodellen eigentlich bemängelt, dass irgendwie ein richtiger Schrank fehlt. Der Schuhschrank ist klasse. Schuhschrank ist klasse, ja. Dann ist so ein Abtropfblech dabei, wenn du mal vom Schnee kommst oder so, dass du da die Schuhe draufstellen kannst. Ja, das ist eigentlich eher gedacht für die Küche, so viel es mir ist, weil wir haben das hier verstaut, dass es hier nicht rumfliegt. Das ist eigentlich hier für die Ablage. Ich zeige es dir schnell. Ja, bitte. Kannst du das da reinlegen? Oh, ich hätte es jetzt für die Schuhe geholt. Kann man natürlich auch als solches benutzen, habe ich jetzt soweit gar noch nie gedacht. Wer zu faul ist zum Abwaschen, kann hier die Teller, die Becher... Ist das genial, ein Abtropfbecken. Genau. Für die Man sollte dann aber bitte nicht den Ofen anmachen, ja, weil das ist aus Kunststoff. Wäre besser. Okay, dann großes Becken. Das ist da. Dann hast du ganz, ganz große Schubladen. Ich zeige es mal gerade, was natürlich wichtig ist. Auch hier natürlich mit dem Soft Closer für das Besteck. Wow. Unten die Schublade, mach mal auf bitte. Also die unterste oder die mittlere? Ja, ist egal, die sind alle groß. Aber die ganz untere würde ich mal gern sehen, weil oft sind es Klappen nur. Aber hier, Hier ist eine Klappe. Ja, der Vorteil ist bei den Klappen, du kannst ganz schwere Sachen unten reinstellen, die normalerweise die Schubladen belasten würden, wie zum Beispiel Dosenfutter oder irgendwas ganz Schweres, Wasserflaschen, die mache ich immer ganz nach unten. Das stimmt, weil ich meine, so große Schubladen verleiten eigentlich immer, dass man zu viel reinpackt und dann auch die Scharniere und auch das andere darunter leidet und sie gehen auf, oder? Von dem her gebe ich dir recht. Ja, Sergio, bitte setz dich da mal in die Ecke rein. Das ist ein geniales Konzept. Du hast also auf diesem kleinen Raum 3 Räume eigentlich. Du hast das Kinderzimmer, was du komplett noch vereinzeln kannst über diesen Vorhang. Ja. Den haben wir noch gar nicht gezeigt. Komm, das zeigen wir mal gerade. Denn du kannst hier zumachen. Das muss aber nicht das Kinderzimmer sein. Das kann auch, sag mal, die Mama sein, die keinen Bock hat auf den schnarchenden Papa oder sowas. Soweit, so gut, aber sicher nicht schalldicht, aber von dem her... Abgetrennt aber. Abgetrennt. Ich habe meine Ruhe. Ja. So, dann hast du diese riesen Sitzbank, die du natürlich auch zum Bett umbauen kannst. Das brauchst du jetzt nicht zu zeigen, das glaube ich dir. Das heißt, der Tisch ist absenkbar. Der Tisch ist absenkbar, vor allem halt der Vorteil von einem 246er Wohnwagen ist halt immer die Rundsitzgruppe in der Mitte, oder? Das hast du bei einem 230er nicht. Normal sind die ja im Heck, da habt ihr diese Lounge-Sitzgruppe, dann diese Home-like Schränke, die hier drin sind, die wirklich ganz anders aussehen von der Optik her wie alle anderen. Ich meine, ihr habt viele Anleihen hier drin aus dem Astella. Aber die Leute wollen ja teilweise auch denn nicht ganz Captain Future, sondern sie wollen dann so ein Mittelding und das ist hier gut gelungen, oder? Ich denke definitiv. Also neben dem 673er mit den 2 Aufbautüren ist der 613er definitiv ein Verkaufsschlager, kann man so sagen. Ja, ihr habt nachgedacht. Wenn man drüben nämlich mit Kopfhörer Fernseh guckt, ja, dann kann man hier mit Kopfhörer nochmal ein anderes Netflix-Programm gucken, oder? Genau, also der Fernsehgucker kommt sicher nicht zu kurz bei diesem Wohnwagen. Ja, viele machen da auch übrigens einen großen Bildschirm dran, schließen einen Laptop an oder sowas. Das Bett, ja, das ist ein französisches Bett. Das ist natürlich in Verbindung mit dem Heckbett eine klasse Sache. Also wenn Leute nicht zusammen schlafen, das soll es geben, dann hat einer hier
ich glaube, eine Spielwiese oder zum Beispiel Mama mit dem Kleinen oder sowas und der Papa, der muss dann nach vorne und umgekehrt. Für 3 Leute ein bisschen eng, oder? Für 3 Leute ein bisschen eng, also ich sag 2, die sich gut verstehen, gar kein Ding. Ja. Heckbad? Heckbad, definitiv. Ja, du darfst ruhig mal reingehen. Dass wir sehen, du bist wie groß? Knapp 1,78. Ja. Mach mal oben Hand. Man kann mal sehen, das heißt etwa 1,90 Meter, 1,90 Meter hast du Stehhöhe. 1,90 Meter kommt gut hin, ja. So, Beinfreiheit auf dem Klo wichtig. Was ist denn dahinter? Dahinter, das ist das Klapplavabo. Einfach runterziehen. Boah, ist das riesig. Ist groß, oder? Ist groß, ja. Dann hast du den Spiegel, das heißt, du guckst von oben rein. Und du kannst gleichzeitig Hände waschen und dich trotzdem in den Spiegel anschauen. Wie schön. Wie schön du bist. Ja, schauen wir gerade. Da vorne ist die Dusche. Dann die Kleiderstange ist mit drin, die wichtig ist, entweder Handtuchtrockner oder irgendwas. Genau, also Klimmzüge würde ich jetzt nicht machen, aber ein Handtuch geht. Skikleidung oder so. So, das Ganze mit Alde, baut die Alde ein bisschen auf oder geht das mit der Fußbodenheizung auf der gleichen Höhe? Das geht, das geht, ja. Das gleiche Höhe? Gleiche Höhe. Okay, hier vorne hast du einen Ablass. Gut, wir sind ja immer noch im Wohnwagen. Wir haben keinen Abwassertank, oder? Hier, sondern es geht direkt raus. Es geht direkt raus, ja. Da musst du mit dem Rolltank arbeiten oder halt direkt mit dem Ablaufschlauch. So, sie gehen weiter. Die ganze Optik natürlich wie zu Hause sieht man hier. Grifflos, das ist glaube ich auch voll im Trend mit Push oder wie funktioniert es? Push hier. Nein, hier ist es auch mit dem Verriegelungssystem. Hier hast du wirklich nochmal schön Stauraum zum etwas aufhängen. Das fehlt bei vielen Wohnwagen, aber hier hast du wirklich nochmals. Ich habe eine ganz kleine Bitte für Sie, wenn ich Ihnen mal gerade was zeigen darf, ja? Ja. Sie sind gerade eben reingekommen, haben gesagt Stockbetten, okay? Ja. Er baut mal gerade was um. Okay. Wie Sie das finden. Das würde mich sehr interessieren. Mich hat es eben ziemlich geflasht. Und das ist interessant, weil er kam rein und hat gesagt, oh, Stockbetten. So, es dauert, geht ziemlich schnell. Ja, kein Problem. So, das ist Stockbett Nummer 1. Ah. Jetzt muss ich das Kissen noch wegnehmen, aber so wird es dann eigentlich dann aussehen, wenn das als Tagessitzgruppe umgebaut wurde. Ja. Das ist eine Lounge-Funktion, wo man also extra mal Fernsehen gucken kann. Polstergruppe sozusagen. Ja, richtig. Ja. Und da unten hat man also ein Bett. Was ist die Bette unten? 1,60 Meter mal 2 Meter? Ja, 2 Meter schon, aber nicht 1,60, ich denke 1,45. Und das wird dann gerade nochmal, oder? Hinten. Ja, genau. Wenn es gerade mal zeigst, wie es gerade wird. Weil jetzt wäre es ein bisschen unbequem. Ja klar, ich muss es nochmal schnell hochnehmen. Das kommt weg. Das Polster kommt weg. Er hat es mir nicht eben schon gezeigt, ja. Und das war ziemlich beeindruckend. Ja, deine Frau lacht schon draußen. Ihr habt auch Kids, oder? German Television. Ja, kennst du es? Ja, ja. Oh je. Ja, ja. Auch in der Schweiz sind wir bekannt. Ja, ja. Das ist aber schon krass, oder? Schön. Cool, oder? Jetzt kannst du dich reinsetzen. Jetzt, guck mal, da vorne ist der Fernseher, siehst du? Kannst du drauf machen, da können 2 Leute gedrängt Fernsehen gucken. Spitze. Gefällt dir gut? Ja. Also das war so die Idee, dass man sagt, wenn man mal die Kinder mitnimmt, flexibel. Ja, genau. Und hinten hast du dein Queensbett, guck mal. Ja, ist cool. Gefällt dir? Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Dein Vorname? Stefan. Aus? Betterkinsen. Wo ist denn das? Zwischen Burgdorf und Solothurn. Zwischen Burgdorf und Solothurn? Ja, genau. In der Schweiz. Dankeschön. Bitteschön. Ciao, ciao. Tschüss. Aber das begeistert die Leute, oder? Ich glaube, der Wohnwagen kommt sehr gut an, ja. Okay. Preis von dem? So wie er ausgestattet ist, ich müsste noch mal schnell... Komm, wir schauen mal zusammen. Das mal gucken. Weil es ist erklärungsbedürftig. Wir haben GfK. Das allein ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Der Wiederverkaufswert von Adria ist gut. Ja, so sicher, im Moment sind die Preise sowieso stabil und vor allem, du hast hier einen Grundpreis von 28,4. Mit den Zusatzoptionen kommt das Fahrzeug, so wie es da steht, es blendet ein bisschen. 32,88. Ja. Okay. Also ich denke, für so einen Wohnwagen sicher ein gerechtfertigter Preis und man bekommt schon etwas Gutes. Stoffe und so weiter kann ich wählen? Ja, kannst du wählen, ja. Okay, klasse. Ja, da steht er. Adora 613 PK, Hammer-Wohnwagen. Nicht zu klein, nicht zu groß. Also die Leute lieben auch Einachser, lässt sich gut rangieren. Im Mover kein Problem, oder? Mover kein Problem, ja. Also bei dieser Größe würde ich so oder so einen Mover klar empfehlen, aber beim Doppelachser wird es dann schon schwieriger. Mover heißt Fernbedienung, ich brauche nicht mehr drücken. Das Ding fährt sich wie von alleine, wie von Geisterhand. Mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt auf dem Parkplatz, oder? Schon, ja. Also Anfang. Manchmal schauen die Leute ein bisschen erstaunt, wenn der Wohnwagen sich selbst bewegt, aber die finden das gut. Wahnsinn, ein ganz neues Produkt von Adria und ich habe den Produktmanager neben mir und sie haben das ganze Interior, haben sie redesigned. Hallo Dennis. Hello. Hello. How are you doing?
Very good. Ja, es geht ihm gut und er hat mir erzählt, I asked you, show me a very innovative new design, and you told me this was totally redesigned in the last 3 to 6 months. Yeah, basically this is a new generation of a half integrated motorhome Adria called Coral. We also have the similar vehicle which is called Matrix, and from the interior to the exterior this is completely new vehicle, and basically we did it in a way that we try to clean the lines but still keep the recognized Adria design from the exterior to the interior. So, er hat gesagt, er hat das also komplett neu designt. Es ist ein teilintegriertes Wohnmobil, was jetzt neu dabei ist, und wir gucken gleich mal rein, denn auch innen drin, inside, is everything new? Everything is new from the inside to the outside. Basically what we did on this motorhome, we have a double floor. Doppelboden. Yeah, Doppelboden of 15 centimeter, meaning that you have a flat floor in the interior, and then basically we work on increasing the size of a garage. Also es gibt eine größere Garage, weil man eben einen Doppelboden hat. It looks so professional. So really, basically we clean it. Ja, sie haben auch alles clean gemacht. 1 meter 24 in the width, in the height. Ja, also 1,24 Meter Höhe ist drin. And ALDE heating? Yeah, ALDE heating has an option. Standard is a Truma heating, but you can have ALDE as an option. This is very cool for winter camping. Yeah. So this is totally proof. Is winter proof? Totally winterproof vehicle. So we play a little bit with the rear wall design. We are only manufacturer in the RV industry who cooperate directly, exclusively with Hella, and they develop these lights for us. It's basically we use a full LED light, and we own the color which is used by Audi. So the light of the color is from Audi. It's red. Yeah. Okay. Really? I like it a lot because this is liner style, like you see from Morello or Concorde or something like this from the inside. Exactly. And also here with the fixation points here you have here. Exterior shower as well as a standard. Außendusche ist da. So you can really freely clean your stuff, wash your legs, shower, do the shower and then enter the motorhome. So, alles ist auch wirklich hier nochmal ausgenutzt. Er hat gesagt, also hat hier 10 Ampere, 12 Volt. Das kann man hier hinten alles anschließen. Man kann die E-Bikes laden. Ich habe hier Fixpunkte, wo ich meine E-Bikes festmachen kann. Und the size of the garage. This is liner size. Yeah, it's a liner size. Basically, we move the water tank to the central part of the motorhome, meaning we get a lot of space in the rear part and better drivability. Okay, sehr, sehr gut. Ja, wir gehen mal ganz kurz rein. Du hast mal ganz kurz es geblockt, du hast auch schon mal reingeguckt. Es ist was ganz anderes und hier vorne sieht man die Aufbautür. Sie ist sehr, sehr breit. It's very wide. Yes, 65 centimeter. 65 Zentimeter. Opening, so one of the brightest in the industry. And completely new. Also this multifunctional bed, which you can use for the different sources. So, man kann auch hier die diverse Sachen auch einhängen, machen und tun und so weiter und so fort. Ja. I just showed the price, so we're talking about of 78,000. That's the pure. Yes, plus the options which are here on this car. So, ich zeig's mal gerade. Also das sind die Fahrzeugdaten für alle Freunde des Standbildes und das ist das Messefahrzeug. It's not already fully equipped, that's it? No, of course. We have a standard German pack, which is basically included, and then the customer can choose out from the different options which Adria offering. They're really running this place. Also ich werde fast überrannt hier. So, ja, die Leute wollen einen rein. Wir gehen mal kurz rein, dass wir das Ganze mal sehen. So, in the interior, you see it's almost a yacht design here. Yeah, it is. Adria work, as I said, had a lot of on a design. So basically from the front panoramic window, which gives you really this sun effect, to the bigger opening roof windows that you can really enjoy during the night to see out, but also complete either the mosquitoes or the shadings and everything. It's included here. So, but the design, we call it, it's a German style inside. So they German style. Yeah, they decided to have our partner in Germany decided to have the dark, really classy wood here, and we play with the cashmere colors
as we call it here, darker wood, and a lot of contrast within it, but everything then put into the smart combination. It looks so neat, like Braun or Bose or something like this. It's like the design from Apple, yeah, combined wood with very new designs. We work a lot on a design, as I said, and it's. If people go and look here inside, Yeah. it's very hard to sell anything else. Also ich hab's eben noch gesagt, es sieht aus wie so braun. Ach, Licht hat's auch noch da. So this the enlightened channel above is enlightened. Also here, homogeneous LED lights in the complete motorhome. Also es gibt unglaublich viele LED-Lights, die drin sind. Und was ich ganz toll finde, überall hat man Push-Locks drin. Guck mal gerade, wenn du mal drauf drückst. Du siehst keine Griffe oder irgendwas anderes. Das ist so wahnsinnig toll. Very cool. How important is the German market for you? The German market is definitely one of the most important for Adria. Das ist einer der wichtigsten Märkte. And then face to face, but also the table is new designed. If you please show me how it works. Basically, you simply just use it in that direction, extend it, and then you can, with these small screws, you can adjust the length of it. So this is now the bed for the 4. The seats are completely turnable, so you can turn the seats very easy. So now the people can sit and enjoy. This bed also have a function basically with these legs that you can sleep on it. So this is an extra sleeping. Okay. And you can lift it down, yeah. And here also inside are the homologated seats. Exactly. Unten drunter sind jetzt die Sitze, hat er erzählt. Also das ist ein spezieller Tisch, den kann man ausklappen. Man kann auch drauf schlafen, man kann ihn umbauen zum Schlafbett. Das geht sehr einfach, kann ihn absenken. But I like here the curves at the edges from the table here. Yes. If you feel it like this and you go there, it's a value. It's elegant. Yeah, it's elegant. Unglaublich elegant. Adria have our own furniture factory located close to the headquarters of Adria, and that's our competitive advantage, that we work really close with the furniture manufacturer who do a lot of prototypes and mock-ups for us that in the end we get really proper design. I like the amount of light you have here inside. Yeah. And I have to say I have a liner, and it's nothing compared to this, because normally if you stand here you normally close a lot of windows inside a camping spot, and then you need light from the outside. And here you have such a huge amount of light. That's incredible. Yes, basically we work also with one company who is very strong in illumination of the houses or the factories, and they help us to understand how the people would like to live in the motorhome. So we have a functional lights, which are reading lights, and we have also the ambiential lights, which are completely dimmable. So you can also make a dimming of them. Also es gibt einmal Putzlampen, Funktionslampen, und dann gibt es indirekte Lampen. Ich nenne die mal immer gerne Putzlampen für viel Licht auf einmal. But you redesigned everything. Also the cooking place, sie haben alles komplett neu gemacht. Wenn ich hier mal reingucke, die Küche, it is looking like a kitchen from a designer. It's amazing. Yeah, it's basically the kitchen. We enlarge it slightly from the previous generation. So it's 95 centimeter long. Es ist 59 Zentimeter lang. Es ist ein bisschen länger. 3-burner cooker here. Basically also a special design for Adria by some manufacturer. And this nice Phoenix worktop, which is scratch resistant, very exclusive material in the industry. And the six drawers, really big one. And it feels very durable and tough and everything. It's not like sometimes you are inside a camper van and you go inside and you are afraid that everything falls apart. This is in Adria DNA, basically. The functionality and the robust materials are really some way of focusing in the proper way, that we really have the vehicle which is where the customer feels really good inside. The amount of light, that's incredible. Okay, so design follows function, that's very important. How do you become what you are right now, a product designer or a product manager? Yeah.
Basically, I joined Adria in 2014. My previous job was sales, international sales. That's very good. So you know what people like. Yes, I work in one of world leader in titanium exhaust system solutions, and then I cover the European and American markets. And then I came to the sales, and based on my experience and way how I'm focused to the products, we decided to take the role of the product management. Okay, also zunächst mal war er mal Verkäufer, er war im Sales und und irgendwann hat er mal gesagt, okay, der weiß genau, was die Leute wollen, denn er verkauft es ja draußen, da haben sie ihn übernommen. Ja, but it doesn't stop, even you have a lot of space here. Yes. Working space. Working space. Everything is very clean. It's a clean design. So for the driving, you can easily lock them. So now it's a locking mechanism inside. When you are parked, you can just open it and use it that way. Soft closing. Okay. And then if you look down there, even here the edge are rounded. The wood is normally the dark wood is not in common anymore. But here in this design contrast with the gray and this wood. Very elegant. Very elegant. Yeah, it gives. We have also the choice of going to the more brighter direction, but of course we also like it since we are seeing that this gives an extra way of luxury inside, and the people really like it and appreciate it. Also Sie haben gesagt, also Sie bleiben beim dunklen Holz mit dem Grau, weil das sieht ganz elegant aus und ihr habt dann alles gedacht, this is a space for microwave, a small one probably? Yes, and also here is the electricity for the Bluetooth and for I call it brains of the motorhome where you control it. Okay. Also Adria panel here, basically, and this is a standard equipment with ALDE, so you can control your motorhome and extra drawer. Yeah. And a very big Tedford inside. Yeah, slim fridge, 142 liters basically. We use on all our motorhomes. Absorption, we are still trying to understand whether absorption and compressor, what is the ratio. Also spielt also gar keine Rolle, man kriegt beides, Kompressor und AES-Kühlschränke und ja, dann das Bad. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter. This is the sleeping space. Yes. Very important. Do you have only one bed layout or several? No, we have several bed layouts. So we have long beds, we have a central bed. So we work in total with 3-4 layouts on this. So, es gibt da verschiedene Betten. Das ist jetzt das Längsbett. First, this is one of the best camping cars ever seen in my life. Thank you. For this price, we're not talking about more than 100,000 euro. Yeah, definitely not. It's very price competitive. What's Adria good way is that we still, when we design the beds, we try to secure that the customer can sit on a bed, so that have enough headroom. Yeah. The beds are 2.5 meters by 75 or 80 each one, and also have the extension on the middle part. Yeah. So you can just pull it out and give this extra cushion here. Das extra Cushion. Also er hat gesagt, ganz, ganz wichtig ist ihm, dass man sitzen kann, dass man so viel Platz hat, dass man sitzen kann. But there is another thing which is very important. There is a heating here with ALDE that makes heating that is not comparable to Truma, because also the floor is heated, isn't it? Yes, we made the tubes also within the floor, meaning this is a floor heating. Adria cooperate with ALDE for long years. We are really development partners together with them. They send us all the prototypes and we test them and we gave them fair information. So ALDE is really one of the top players on the market and Adria really appreciate it in that direction. So, er hat gesagt, also ALDE ist einer der ganz, ganz großen Spieler und er hat Fußbodenheizung, es sind überall Schlangen drin, das heißt, man kriegt nie wieder kalte Füße und wer die ALDE-Heizung kennt, and another good solution, ALDE can deliver. That's they don't have any problems with Adria. No, with Adria definitely not. I'm not really sure if they have a problem with others, but for Adria we have really good cooperation and we have no delivery problems so far. I think compared to the price you pay for this one here, it's amazing what you did. For under 100,000 euro, with fully equipped with ALDE, with a Truma Aventa, and there is also space for shirts or something? Yeah. There is a drawers. Yeah. So standard drawers within it. Also here below. Yeah. You have a lot of space.
Here is the one big. Show me. That's important for the Germans. Das ist ganz wichtig für die Deutschen. Es gibt überall so Schränke. Ich meine, das habe ich euch jetzt gerade gezeigt. Electrical. Yeah. No. Oh. That's the first I saw in my life. Me too. And then you just can put your shirts here down, or you just use this space basically. Ach, the shirts you can. Yeah, you put this. Also man kann die Hände da oben reinstecken. Wenn du mal kurz guckst mal. Guck mal, da vorne ist so eine Schiene, die ist durchlöchert, siehst du, und da sind die Hände reinzustecken. Ist das nicht genial? Ja. You are genius! Mit dem Hammer. Das ist cool mit dem Runterfahren, das ist in Ordnung. So maybe in some other layouts you will overtake some things that you Basically, did here. in some other layouts, yeah, we have, as I said, choice of layouts. We learn really good, and we try to implement because what the customer need in a car, it's changing. What used to be 10 years before, today they would like to buy a lot of things. So we already gave them opportunity to have really home feeling, functional product and really designed product. So a lot of loadings, a lot of electricity, and yeah, we are cooking always. Every month we are cooking some other things, and I think Adria is most progressive today in the development. Show me the bathroom, please. Yeah. This is a big space. And then we take a specialist for bathrooms. It's Yes. Wow. Perfect. It's good. Perfect fit. Perfect fit. Perfect fit. And then look at the cupboard there. And, guck mal hier, der Schrank, It's huge. Also sehr riesig. das Sideboard. Yeah. Ist auch sehr groß. So all the main functions are inside. And You have a lot of- lights? Yeah, definitely light is here. Ah, it's already on. Do you have more light than this? Or do we... Ah, here. Maybe here. Is there? Not yet. Maybe we didn't found Doesn't matter. Not so important. I think it's a good test here on the fair because everyone is testing locks and Yes. everything. So probably 1,000 times they open and close it. Open and close it, and Yeah. afterwards you see what's not 100% perfect. Exactly. Und der ist der Door, also es gibt hier eine Tür, ich habe eben noch gesagt, also hier so eine Messe ist natürlich perfekt, um Sachen auszuprobieren. Und die Leute machen das auf und zu. Es gibt also hier mal eine Schiebetür, die auch richtig schick aussieht, hier mit den Beschlägen. Und alles, it's gliding so soft, you don't need Firm to... doors here, yeah. Firm doors, which basically, in the one way, it gives you the privacy. Yeah. And if you close it, then you have really this spy effect of, Yeah. of the bathroom and everything. So, So, es gibt also einmal die Möglichkeit, also wenn man abends schläft, hat man seine Ruhe, Privacy, und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, bin ich auf Toilette, will ich meine Ruhe haben, dann geht das auch. And the shower, you are tall, 1 Meter 1,81 m. 81, also 1,81 Meter ist er groß, und aber du bist auch knapp 1,80 Meter jetzt mit Schuhen, Yes. kein Problem. Also du Auf die hast, Zehenspitzen. ich zeig's mal gerade, also du hast Brust, ne? richtig viel Platz hier unten, Yes. total klasse. Also ich bin, I'm so flashed here. And there's the Here is the light. light? From the there. under. Ah, okay. So it's basically the switch which you can use. Okay. Adjust the brightness. Ah, okay. Do that. Put it on and off. Also unten drunter, damit es nicht nass wird. Und 2 exits, of course, and it's a very clean Yeah. design, again. And we have this shower wall, which basically covers this all elements of the pipes and everything. And in the one way, it gives you a possibility to store the things, the shower things, and also the doors with a magnet here, which during the driving enables you not to have this rattling sound, but it's fixed. Also, er hat Türen gemacht mit Magneten, damit das nichts klappert oder irgendwas. Ja, und man kann auch Sachen hier drin auch verstauen. Man kann das als Stauraum nutzen während der Fahrt. Also, du hast mich überzeugt. So, we go outside. A lot of people are waiting. Yes. And we don't need to bother. Just go ahead. I come after you. Couple begged me already to Ja. be next. So, und da draußen steht schon eine große Schlange. Wir gehen schnell raus, geben das Auto frei und dann könnt ihr dann rein. Und hier sieht man das ganze Fahrzeug nochmal komplett
And the color, Dennis, the color in silver. Yes. That's so amazing because it's something totally different. So we have 3 ranges. We call it Access, which is a basic range in a white color, and then to the top range, which is Supreme. We call it Supreme. Is this one in a silver? It's a real aluminium in the outside. Silver. Also draußen ist es richtiges Aluminium an der Seite, ja. This is a right aluminium on the sides, and then we have the really nicely designed the front cap and all the. Basically, this is recognized Adria DNA and outside shapes, as you see also on the other vehicles now. We really have a understandable palette of the products that people immediately recognize it's Adria. Huh? Also Sie haben gesagt, das ist also die DNA von Adria. Die Leute erkennen direkt, dass es Adria ist, es ist Qualität. Das ist da, die Seiten sind aus Aluminium, alles ist aus einem Guss. And how many years you give warranty on this? This was a 2-year project. From the first sketches, first brief to the designers, I have to say we work with German designers from the exterior part, company DDS from Cologne. They help us, they are really specialists in the outer design. So Adria is a company who do not really focus only on the interior design, but we'd like to work with external partners. They show us a lot of things, so 2-year project, and this is what you get. Also es gibt ein 2-jähriges Projekt, ist es gewesen. Aus Köln gab es eine Firma. The name of the company in Cologne, who did it? DDS. DDS hat ihnen geholfen und es ist ein richtig ganz tolles, geniales Fahrzeug geworden. Dennis, I'm so proud of you. Thank you, thank you. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technikvideos versorgt zu werden.